Hallo und herzlich willkommen zu einer Tour von Motorradtourer. Wir sind heute früh zu Hause gestartet und dann die A7 gefahren bis nach Eu. Es war heute früh schon mächtig Verkehr. So, und jetzt genießen wir die Landstraßenfahrten über die Pässe, die ich nachher noch beschreibe, und wünsche Claudia, Christoph und Uli viel Spaß und eine unfallfreie Fahrt. Hallo Leute, so heute ist der 30.06.2022. Man sieht, dass es ein neues Motorrad ist, nicht mehr die BMW, die habe ich schweren Herzens verkauft, weil das einfach eine Gewichtssache war und die GS hat ja so ein Leergewicht von rund 300 Kilo mit dem Koffer. Und ich konnte es einfach nicht mehr gewährleisten, dass das sicher ist, wenn ich die rangiere. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt schweren Herzens abgegeben. So, neu im Stall ist jetzt diese Moto Guzzi V85 TT Centenario. Die hatte ich zwar nicht bestellt, aber das war ein ganz besonderer Umstand, wie ich dann zu der gekommen bin. Die war einfach da und die Reise hier war geplant und dann habe ich einfach die genommen. Die ist jetzt umgebaut mit Koffer und ein paar Sturzbügel dran und ich muss sagen, Motorleistung die hatte nur 80 PS, reicht vollkommen aus für die Strecken, die ich fahre. Die ist sehr easy zum Fahren und ein weiterer Bericht dazu folgt. Es gibt auch ein paar Kritikpunkte, aber die werde ich dann in einem separaten Video mal darstellen. Ja, auf jeden Fall seit 1,5 Jahren, das ist die erste Tour, oder 2 Jahren sind es fast schon, die ich jetzt hier mache. Und im Moment, im Handelsjoch, es hat sich sehr viel verändert. Handelsjoch komplett 60 von der Auffahrt in Elmnau bis nach Imst. Und da fahren wir gerade. Könnt ihr euch ja ein bisschen zurücklehnen und zuschauen. Also, viel Spaß. Und kurz noch, die weitere Reise geht jetzt über das Tummelsjoch bis nach St. Leonhard. Dann fahren wir Jaufenpass. Dann fahren wir nach Sterzing und das Penzejoch. Und heute Abend noch den Wendelpass hoch zum Hotel im Pennegal. Das ist ja eigentlich so die Standardroute, die ich immer fahre, wenn ich mit der Gruppe da runter fahre. Es sind 2 neue Leute heute dabei und ja, ich wünsche jetzt uns allen viel Spaß und werde jetzt einfach da entsprechend der Straßenverkehrsordnung in Österreich runterfahren, dass da nichts passiert. Genau, also dann viel Spaß.
schon kurz vor Imst. Ging eigentlich recht gut jetzt alles da. Vollkommen okay. So, jetzt sind wir auf der Fernpassstraße und fahren jetzt weiter Richtung Ötztal und zwar mautfrei. Da muss man jetzt hier echt aufpassen, dass man nicht auf die Schnellstraße gerät, weil das anders einfach extrem schlecht angeschrieben ist, finde ich. Und der Christoph, der hier dabei ist, dem ist das vor 6 Wochen, glaube ich, auch passiert, dass er dann das kurze Stück doch auf der Schnellstraße gelandet ist. Das ist natürlich irre, wie viele BSen das da unterwegs sind. Aufnahme. So, wir sind jetzt in Sölden und haben gerade getankt, vollgetankt und fahren jetzt auf das Timmelsjoch. Das kostet oben eine kleine Maut, aber es ist so, die Straßen sind ja nicht perfekt und macht natürlich auch immer sehr viel Spaß, da hochzufahren. Also schaut es euch an und ja, überlegt euch, wenn ihr selber mal hier hochfahrt. Jetzt sind wir in Zwieselstein, kurz vor der Auffahrt zum Timmelsjoch. Man merkt schon, die Temperaturen nehmen ab. Unter im Tal haben wir 28 Grad gehabt, jetzt haben wir noch 21 Grad. Aber es ist natürlich zum Fahren immer noch perfekt. Und ich genieße jetzt einfach die Kurve, bis ich oben bin. Und es ist einfach eine tolle Sache, wenn man das machen kann. Jetzt guckt euch einmal einfach dahinter das andere. Also dahinter sieht man die Kette und schon unglaublich viel Schnee, was da oben liegt. Und ja, das ist also schon beeindruckend. Wunderbar, wunderbar, wunderbar.
Aufnahme. Schaut hier, Panorama, die Berge, wunderbar. Ja, die italienische Seite, die sieht dann wieder ein bisschen anders aus hier vom Straßenbelag her. Also es ist unglaublich, wie einfach die zu fahren ist, wirklich. Lässt sich in der Kurve nochmal nachregulieren. Ich kann sie ganz eng rumfahren. Also für mich persönlich wirklich viel einfacher zu fahren wie die BMW. Möglicherweise liegt es im Schwerpunkt. Also ich finde es super einfach alles und auch beim Absteigen habe ich keinen Schiss, dass die mir irgendwo mal umfällt. Perfekt eigentlich. Samuel. Zieht langsam ein bisschen zu. Aussicht ist natürlich halt trotzdem gigantisch. Und hierauf, also auf seit wir in St. Leonhard abgebogen sind, ist auch der Verkehr deutlich besser. Und jetzt fahren wir da voll hoch und oben trinken wir einen Kaffee, haben wir uns verdient. Und fahren jetzt abwärts nach Storzing. Und in Storzing fahren wir dann das Fensterjoch hoch
nach Bozen. Auch noch eine affengeile Strecke. Die Aussicht ist halt also echt super. Also, bis dann. Das sieht doch einfach immer gut aus. Wenn so ein Mädel fährt mit einem Zöpfchen hinter dran und die ist rank und streng und sitzt auf so einer BMW hinter drauf. Also das ist einfach immer schon ein gutes Bild. Aber in der Jugend war es natürlich bei mir auch noch ein bisschen anders. So in der Erinnerung, die erste Moto Guzzi, die ich gehabt habe, ich weiß gar nicht, wie laut die war. Auf jeden Fall haben meine Kumpels immer gesagt, wenn ich vorne gefahren bin, habe überholt, da ist dann ins Gebiss rausgefallen vor Lautstärke. Jetzt hätte ich immer gesagt, naja, im Spaß, aber die war schon richtig laut. So, fahren wir dem einfach hinterher und gucken das an und freuen uns. So, wir sind jetzt am Stotzing vorbei und fahren jetzt die SS 508 zum Pensejoch. Frischer Belag, das ist ja super hier. Da geht jetzt die Post ab, denke ich mal. Da kann man es richtig laufen lassen. Schauen wir euch das an. Sieht das super aus, oder? Also optimal. Und kaum Wolke am Himmel. Ich habe ja, bevor ich mir die Moto Guzzi gekauft habe, immer wieder diese Testberichte gelesen und auch angeschaut. Und viele sagen, dass diese Moto Guzzi V85 TT völlig entschleunigt. Ich konnte gar nicht so richtig was damit anfangen, aber jetzt weiß ich, was gemeint ist. Also man braucht nicht immer die Leistung abrufen, sondern man fährt einfach gemütlich über Lande. Und das ist sowas Schönes, weil ich kann die Landschaft genießen und ich muss nicht
am Durchdreher. Also wirklich eine tolle Sache. Zum anderen fragen sich bestimmt viele, die das ansehen, warum da vorne immer diese Kontrolllampen oben angehen. Das ist ganz einfach. Die Moto Guzzi ist ja noch im Einfahrmodus und da ist die Drehzahl so eingestellt, dass ich ab 5000 Umdrehungen die erste Schaltblitze bekomme. Und wir fahren jetzt rund 2000 Kilometer die 4-5 Tage. Und wenn ich dann zurückkomme, wird sich das erledigen, weil das vor der ersten Kundendienst gemacht wird. Also, das nur zur Erklärung. Ja, wie so oft, ab dem Ritten haben leider meine Kameras versagt. Ich hätte noch die sehr heiße Durchfahrt durch Bozen gehabt und die Hochfahrt zum Penigal, aber leider nichts geworden. Wie gesagt, die Karte in der Kamera hatte irgendwo verrückt gespielt. Aber ich habe jetzt euch noch die Aufnahme von Peter, das ist der neue Besitzer vom Hotel am Penigal, und schaut es euch noch einfach an. Ideal zum Übernachten. Also, dann bis zum nächsten Tag. Tschüss, euer Motorradtourer. Hallo Leute, euer Motorradtourer grüßt euch. Heute unterwegs in Südtirol am Gardas, Penigal. am Kalterer See und im Moment im Hotel Panorama Hotel Penigal, ganz neu offen. Das ist der Peter, der bedient euch dann. Und wir sind heute von Deutschland hergefahren, ideale Tour über Haddenjoch, Timmelsjoch, dann sind wir Jaufenbach hoch, dann den Gammenpass und über den Ritten nach Bozen. Bozen war ein bisschen mühsam und jetzt der Mentelpass hoch. Und das Hotel kennen sehr wenige Leute, weil das wirklich ganz oben ist. Ihr habt hier einen Ausblick, den filme ich euch nachher. Perfekt. Und der Peter managt das hier, die machen das jetzt neu, bald sind die auch bei Booking. Und dann könnt ihr hier Einzelzimmer für Motorradfahrer buchen. Gerne. Ihr habt eine perfekte Garage, kann man Motorräder abstellen. Erzähl schon was zum Haus noch, wie viele Zimmer und wann. Ja, wir haben da 44 Zimmer zur Verfügung, also praktisch, wenn es wollen, 100 Leute Platz, bringen wir runter. Wir haben alles total neu gestaltet. Wer es vielleicht kennt, vor 10 Jahren bis heute hat es einen Wechsel gegeben. Alles neu, eine riesen Minothek, die filmen wir nachher auch vielleicht. Okay. In kurzer Zeit wird das Schwimmbad auch neu eröffnet und der Saunabereich. Super. Also es wird immer wieder Neuigkeiten geben hier. Okay, super. Also wer hier in der Nähe ist, also vom Kalterer See oder in der Nähe von Bozen, findet hier eine ideale Übernachtungsmöglichkeit. Es sind schöne Zimmer, vollkommen ausreichend. Klar, von Bozen aus sind es wie viele Kilometer hier hoch? Ja, 40 Kilometer. 14 Kilometer, aber die Strecke hat es natürlich in sich. Also, gehen hierher. Meine Empfehlung ganz klar, euer Motorradtour grüßt euch. Bis bald. Okay, das ist, wie sagt man dazu, Winothek, oder? Ja. Also das ist die Winothek hier im Haus. Und hier könnt ihr Weinverkostung machen oder eine Weinprobe machen oder natürlich auch Wein kaufen. Gekühlter Raum. Also unglaublich viele Weinflaschen. Und der Peter kann euch auch was dazu sagen, weil er aus einer Weinbaufamilie kommt. Also perfekt, wirklich. Perfekt, auch wirklich perfekt eingerichtet. Ja, guten Morgen Leute. Heute vom Penigal Hotel, Penigal Panorama Hotel auf dem Mentelpass, ganz oben.
Ich hatte ja gestern gesagt, ich zeige euch noch den Ausblick von hier und das will ich jetzt machen. Wetter ist heute Morgen super. Wir fahren nachher an den Gardasee. Da wird es wieder sehr warm werden und dann weiter über insgesamt 6 oder 7 Pässe bis nach Edelo. Das ist die nächste Station. Und jetzt der Ausblick. Also hier sieht man der Kalterer See mit Eppan, Girlan und Kaltern. Es geht dann noch viel weiter runter. Und hier hinten die Provinzstadt Bozen, sofern man sieht. Also es ist eigentlich hier schon auf 1500 oder 1600 Meter Höhe. Also schon ein geiler Ausblick. Und hier sind wir jetzt direkt am Hotel. Da kann man mal gucken, wie es runtergeht. Also der Abflug ist hier nicht unbedingt geeignet, vielleicht mit dem Fallschirm, aber sonst nicht. Hier hinten Kaltern und Eppan und Girlan. Und auf der anderen Seite dann Bozen. Einfach immer wieder toll hier oben zu sein. Also wirklich zu empfehlen. Unglaublicher Ausblick. Guten Morgen Leute. Start heute am Freitag am Penegal Hotel in Mendel. Wir haben jetzt 9 Uhr, das sind 16 Grad Außentemperatur. Ich denke mal, dass uns heute auch wieder ein sehr schöner Tag erwartet und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Es ist einfach wunderbar, so unterwegs zu sein. Wir sind gestartet in Mendela und fahren jetzt südlich Richtung Gardasee bis nach San Zeno und fahren dort entlang an dem Lago di Santa Giustina. Kommen dann über den Passo Campo Carlo Magno und dann fahren wir über Zuglo, da haben wir uns ja verloren, das wird ihr auf dem Video sehen. Und über den Passo del Turone, eine wunderbare Strecke zum Gardasee, wo es dann auch richtig warm werden soll. Madonna di Campiglio. Das müsst ihr euch das mal anschauen hier. Also es ist ein irre Panorama hier. Schaut mal hier, ganz durch. Prima, also unglaubliche Panorama. Sehr schön, wirklich sehr schön. Aufnahme. Christoph? Hallo? Jetzt hallo? Wo bist denn du? Ja, da geht ein bisschen früher gestorben, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Pass mal auf, jetzt muss ich mal schön gucken. Stoff. Also jetzt sind
Wir sind da jetzt durchgefahren, aber wo stehst du? Also an der Kirche sind wir vorbeigefahren, in Zuglohn heißt das, ne? Das ist Zugloh. Jetzt fahren wir weiter Richtung Abfahrt Gardasee. Das sind jetzt, glaube ich, noch 8 Kilometer auf dem Weltstraßenschild. Und das dürfte auch eine sehr interessante Abfahrt sein. Wir fahren jetzt hier übrigens runter vom Lago di Pello Richtung Gardasee über Ville del Monte. Hier unten sieht man schon. Sieht doch nicht aus hier. Jetzt sind wir in Riva del Garda. Gardasee vor uns. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir was zum Trinken bekommen. Das war jetzt eine durstige Angelegenheit hier runter. So, James Bond lässt grüßen an der Schauderterrasse. Handy verbunden.
Eieiei, ist das eine Abfahrt, so viel Kurve nacheinander, das ist ja echt eine ganz krasse Sache. Die Straße wird alle neu, da kannst du gerade mal nicht EU, haut unser Geld raus, so echt. Du. Verbotsschild, aber was das bedeutet, weiß auch keiner so genau. Aber so von der Holländer da vorne noch fahren, kann ich mir auch fahren. Sind wir nach langem Hin und Her am Lago de Hidro und in ca. 2,5 Kilometer kommt das Städtchen Anfo, wo wir dann abbiegen Richtung Mani Pass und Rocca Domini. So, jetzt fahren wir vom Hidrosee Richtung Passo Maniva. Schnell wieder echt eine krasse Strecke. Extrem schmal und extrem kurvig. Nice, nice hier. Jetzt hoffen wir mal, dass da kein Schlimmer mit Heuwagen entgegenkommt wie heute Mittag. Füchse. Also immer noch der Passo Mania. Maniva, das ist also schon echt heftige Sache da zum Hochfahren. Schmal und es geht auch ordentlich runter. Also nichts für schwache auf jeden Fall. Aber soll ja auch nicht sein. Dafür kein Verkehr. Die Moto Guzzi, das hört ihr ja, die arbeitet hier, aber ich muss echt sagen, also unter 3000 Umdrehungen, da zieht sie kein Wurstverderber. Aber naja gut, so zum Spaßfahren reicht es vollkommen aus. Handlich ist sie echt besser wie die BMW. Naja, also einen Unterfall willst du nicht. Oder wenn, da brauchst du eine gute Vollkaskoversicherung dann. Aber sehr schön. Ups, da hat der BMW entgegen. He? Und Honda. He? Fährst jetzt in frei
Aha, ein BMW. So, und dann. Ist jetzt vielleicht auch nicht so. Jetzt kommt der Schotterteil. Aber ist ja fein geschottert. Das ist gut zu fahren. Die Straße ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr bräut. Also super. Felsen entlang. Geht. Hä? Das schlechteste Hammer. Ja, aber das ist ja nicht mehr weit. Jetzt probieren wir mal. Das schlechteste war das da oben. Ist doch schön. Ich fahre durch und du guckst, wo ich fahre. So, wir sind jetzt auf dem Passo Maniva und die Claudia ist gerade durch ein so kleines Wasserloch gefahren hier und man sieht jetzt mal hier, dass das natürlich ein scheiß Reifen ist, das er drauf hat. Und also klar, das kann ja so nichts werden, aber sie muss ja unbedingt hier lang fahren. Und naja, jetzt müssen wir jetzt Motorrad ein bisschen putzen. Ihr ist nichts passiert, ist schon heil, braucht halt jetzt eine Zigarette. So ist selbst das Leben. Das war jetzt ja eine ganz schöne Abenteuerfahrt darüber. Also der Schotter für so 500 Meter war schon heftig. Man sieht natürlich auf den GoPros in keinster Weise, wie steil das dort ist. So, auf dem Passo di Maniva angekommen, hatten wir jetzt die Möglichkeit nach rechts zu fahren auf der Straße und dann wieder auf den Passo di Croce Domini. Oder, ja, die Tour hatten wir geradeaus geplant. Eigentlich sollte das kein Schotter sein, aber da kamen wir dann echt vom Regen in die Traufe. Es war also die nächsten 5 Kilometer oder 6 Kilometer bis zum Refugio. Das war nicht gerade einfach, aber seht selbst.
Tag 2 unserer Gardasee-Reise geht auch schon wieder zu Ende. Wir fahren jetzt vom Passo di Croce Domini nach Breno und dann auf der SS42 über zig Kreisverkehre, über zig oder durch zig Tunnel zum nächsten Hotel in Edelo. Es war ein sehr schöner Tag mit vielen Überraschungen und danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar oder ein Abo. Also, vielen Dank, euer Motorradtour. Tschüss. Und freut euch schon auf den nächsten Tag mit weiteren Highlights. Guten Morgen, hier aus Edelo in der Lombardei. Wir sind gestern angekommen über den Croce Domini. War sehr spannend, weil wir doch, ich glaube, 6 Kilometer Schotter hatten. Und ja, also ich muss sagen, dass die Moto Guzzi da super läuft und auch sehr leicht ist. Das ist ja schon echt ein BMW-Unterschied. Und dann sind wir jetzt hier, wie gesagt, in Edelo im Euro-Hotel. Ja, habe über Booking.com gebucht und das war zufriedenstellend für eine Nacht. Länger möchte ich hier nicht bleiben, weil ich hatte ein Zimmer hinter raus zum Fluss und es ist wirklich extrem laut, wie der da runter rauscht. Aber ansonsten für den Preis war es okay. Also, jetzt gucken wir mal heute, wo wir hinfahren. Ich denke, jetzt fällt als erstes der Gavia an und dann fahren wir Richtung Livigno und dann Schnitzeljoch. Und dann sieht man, wie weit man heute kommt. Also, danke fürs Zuhören. Tschüss. Jetzt sind wir in Ponte di Legno jetzt abgefahren Richtung Gavia Pass. Gavia Pass sind so 20 Kilometer, also jetzt Richtung Bormio. Und wer den kennt, das weiß er, das ist nachher im Wald was ziemlich einspurig und sehr interessant. Beide Mitfahrer haben den schon einmal gefahren oder zweimal. Der Christoph ist glaube einmal drüber, aber freut sich jetzt darauf. Und ja, da müssen wir heute ein bisschen aufpassen. Es ist ja Samstag und es sind sehr viele Fahrradfahrer unterwegs. Also dann viel Spaß beim Zusehen. Das ist ja irre. Also ich war da in der Perlekette gezogen. Jetzt kommt da dieses schmale Zwischenstück. Nicht möglich, 2 Motorräder und ein Fahrrad. Geht's ja nicht.
Also selten bei so schönem Wetter da hochgefahren. Meistens war es da oben irgendwie nebelig oder trübe oder hat genieselt, aber heute ist es ein perfektes Wetter. Da kommt ein richtiges Schiff dahinter. Ach, Frau. Ja, da gehört was dazu. Ups, I'm dang. Tolle Aufnahme, wirklich eine tolle Aufnahme. Die Berggipfel hier oben, zum Teil liegt noch Schnee, also super schön, super schön. Das entspannt doch und entschleunigt alles und das Motorrad dazu auch. Man muss da nicht schnell fahren, ach, perfekt. Da oben ein ganzes Schneebrett.
Zum Teil haben sie die Straße echt gut gerichtet, aber also von der anderen Seite her oder hoch, ist zum Teil echt eine Katastrophe. Aber was gibt es denn besser? Am Samstag statt im Garten rumzuknechten, hier mit dem Motorrad runterzufahren, also es gibt doch nichts Schöneres. Obwohl ich jetzt schon so oft hier runter und hoch gefahren bin, es ist immer wieder beeindruckend. Also wirklich, es ist unglaublich. Die Landschaft ist immer wieder neu zu entdecken. Also es ist wirklich schon ganz krass, echt, wie die BMW-Jungs es schaffen, so viele Motorräder zu verkaufen. Das ist wirklich eine ganz beeindruckende Leistung, weil einfach natürlich das Motorrad auch okay ist. Aber Alleinstellungsmerkmal hier in den Bergen gibt es mit der BMW echt nicht. Da musst du wirklich nur gucken auf deine Plätze, gerade wie oben und gar wie, dass du auf das richtige Motorrad aufsteigst und wegfährst. Das kann da jetzt mit der Moto Guzzi nicht passieren. Wolfgang, wenn du das Video anguckst, jetzt kommt dein Hof hier. Du weißt ja, ich sage jetzt nichts dazu. Schöne Ducati da vorne. Und Guzzi. Das ist gefährlich, du. Also echt, du.
Perfekt. Mei, aber da steckt ja echt der Bär in dem Livigno. Aber es ist eigentlich schon auch sehr schön. Jetzt fahren wir von Livigno Richtung Grenze über den Livigno See und danach geht es durch den mautpflichtigen Tunnel und dann fahren wir in die Schweiz. Das Livigno ist ja landfrei, also hier zahlt man auch keine Steuern auf Zigarette oder auf Benzin, also eine echt tolle Sache. Hoho, auch wenig Wasser drin, mein lieber Mann. Jetzt sind wir doch in der lieben Schweiz und fahren jetzt auf dem Ofenpass bis nach Santa Maria und da kommt dann der nächste Abzweig und da geht es dann den Umbreidpass hoch. Der ist jetzt auch voll geteert, früher war der noch geschottet ein Teil, aber das ist ja auch schon lange her. Und ja, jetzt fahren wir halt einmal hoch. In der Schweiz sind wir natürlich, müssen wir echt penibel auf die Geschwindigkeit achten, weil das ja hier wirklich richtig sauteuer ist, wenn du drüber fährst und die dich erwischen. Aber wir fahren natürlich der Straßenverkehrsordnung konform, wie immer. Ofenpass, 2149 Meter.
Das war auch zweimal die Gutzels. Das war's jetzt in der Schweiz. Umbrail-Pass. 2503 Meter hoch. Es geht weiter auf das Stöfser-Joch. Und dann machen wir eine Pause, haben wir uns verdient. Auffahrt war sehr schön. Aber Wetter ist eigentlich entsprechend, das ist echt okay. Und ja, schöner kann es eigentlich fast gar nicht haben. Schon auch geil. Vom Umbrail jetzt hoch, sind es 3 Kilometer am Stöfsee hoch. Gibt's da was umsonst, oder? Ja, brutal, ey. Wir fahren weiter, oder? Naja. Ist ja krass, ey. Ja, sag mal, das ist ja nicht normal, ey. Konventionelle Seile da. So, auf dem Stundenjoch habt ihr ja gerade gesehen, was hier heute 2.7.2022 los war. Also wir ziehen jetzt vor, runterzufahren. Das ist ja sinnlos da oben. Aber so ist es ja manchmal. Es ist natürlich heute ein richtiger Magnet. Also, Junge, du, also die fahren da rum, du, das ist nicht normal, du.
Oh, oh, oh. Der GS ist umgefallen, aber es sind genügend Leute zum Aufstellen, also der kriegt es hin. Passiert ist nichts. Aber da hat man wieder gesehen, das ist eigentlich immer das Problem der GS. Echt, also, weil der da keine Schadenfreude mehr ausschaut, dreimal passiert oder so. Also, ist einfach doof, wenn die so rangierst und das ist abschüssige Vollzeit. Also jetzt kann ich mal so ein Zwischenfazit ziehen darunter mit der Moto Guzzi. Also da fühle ich mich echt um Welten sicher wie auf der BMW. Also wirklich, wenn die einfach leicht ist, ich kriege die in Kurven ein und ich kann die einlenken, also es ist einfach anders halt.
Arlberg. Beim Hotel der Lecher haben wir übernachtet. Zimmer sind funktional, ist nichts Besonderes, aber reicht vollkommen aus für eine Nacht. Und haben sehr gut geschlafen. Wir sind ja hier doch relativ hoch. Und eine wundervolle Gegend heute früh. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Die Sonne scheint und wir haben heute bestimmt eine ganz tolle Rückfahrt. Jetzt leider auch schon wieder vorbei, also 1250 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Der Passo Maniva und der Croce Domini, die Schotterstrecken, werden sicherlich allen in Erinnerung bleiben. Ja, und jetzt geht's leider nach Hause. Das heißt leider, die 4 Tage sind immer so okay. Und ja, das ist insgesamt okay, es ist nichts passiert bis jetzt. Eigentlich ein Unfall, sonst war alles okay. Und ja, jetzt wollen wir es dann packen. Also, bleibt dran. Ja, alles geht mal zu Ende. Wir sind jetzt gestartet in Lech und fahren über Watt, dann den Hochtannbergpass nach Schröcken. Dann fahren wir den Bregenzerwald runter. Das ist ja sehr begrenzt, weil dort überall Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Außerdem war an dem Tag der Rückfahrt noch ein Fahrradrennen. Die Gegenseite zwar, aber es war immer wieder behindert. Und wir fahren dann die Bregenzerwaldstraße bis nach Schwarzenberg und biegen dann ab Richtung Deutschland. Und unsere Fahrt geht dann weiter, alles über Landstraßen bis nach Biberach auf die B30 Ulm und dann nach Hause.
100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I hate, I attack. Die Rückfahrt ist weniger spektakulär, daher hier. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss, euer Motorradtour. Let's go. Yo, I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. And that's facts. Only I can make